Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr bei meinem Food Adventskalender wieder mit dabei seid. Das ist mein sechster in Folge und dieser Kalender ist ein kleines bisschen anders da. Hier geht es jetzt mehr um Rezepte für Weihnachten, also weniger gebackene, sondern mehr Kochrezepte. Das Türchen Nummer eins ist eine cremige Kartoffelsuppe mit Mandeln. Das ist eine der leckersten Suppen, die ich je gemacht habe und du brauchst wirklich nicht viel. Und zwar brauchst du für ungefähr 4 Personen einen Esslöffel Butterschmalz, 600 Gramm mehlige Kartoffeln, eine mittelgroße Karotte, eine Zwiebel, eine nicht ganz so große Knoblauchzehe, 100 Gramm Mandelblättchen, Salz, Pfeffer, 700 Milliliter Gemüsebrühe und 100 Milliliter Kochsahne. Dann für die Tannenbäume ganz einfach nur eine Packung Blätterteig, etwas Honig und schwarzen Sesam. Los geht's. Als allererstes tun wir die Mandelblättchen ein bisschen anrösten. In der Zwischenzeit, wo die anrösten, also müsst ihr immer im Blickwinkel haben, denn die können ganz schnell braun werden, schneiden wir unser Gemüse, und zwar die Kartoffeln und eine Karotte. Mehr würde ich nicht nehmen, denn sonst ist keine Kartoffelsuppe mehr, sondern eine Kartoffelkarottensuppe. Außer ihr wollt es, könnt ihr es natürlich machen. Aber ich würde es ja wirklich so machen, wie es ich euch zeige, denn es ist wirklich echt total lecker. Das könnt ihr jetzt grob schneiden, natürlich die Kartoffeln vorher waschen und schälen, Karotten schälen und eben in grobe Stücke schneiden. Dann braucht ihr einen Topf. Ich habe hier meinen Topf von SKK Küchengeräte. Diese Töpfe und diese Pfannen werdet ihr jetzt öfter sehen bei mir. Ich habe auch einen Rabattcode. Wenn euch der Topf interessiert, schaut einfach unten in die Infobox nach. Da verlinke ich euch die Webadresse und meinen Rabattcode. Ihr braucht jetzt eine Zwiebel, die müsst ihr klein würfeln. Die kommt in das Butterschmalz hinein. Das natürlich vorher schmelzen lassen, kurz anbraten lassen mit dem Knoblauch und dann das komplette Gemüse dazugeben. Das Ganze soll jetzt so ungefähr 5 Minuten leicht mit anbraten. Dann habe ich hier meine Mandeln. Da kommt jetzt, ja, ich würde sagen, so die 3/4 der Menge dazu. Ein paar aufheben für die Deko, zum Verzieren halt einfach. Die gibt ihr da mit rein. Bratet das ebenfalls nochmal so gut eine Minute mit an. Das Ganze dann mit Salz und Pfeffer würzen. Jetzt mit Brühe abgießen. Also ich habe hier jetzt das Wasser rein und dann hinterher die Brühe. Eigentlich kann man es vorher schon mischen. Keine Ahnung, warum ich das nicht gemacht habe. Habe ich anscheinend nicht nachgedacht. Aber auf jeden Fall mit Brühe ablöschen. Hier ist mein Gemüsebrühepulver. Wer es nicht mag, der muss halt dann ein bisschen mehr Salz und Pfeffer dazu geben oder andere Gewürze noch. Dann noch ein Sahne dazu geben, das Ganze vermengen. Aufkochen lassen und dann sollte das Ganze so gute 15 Minuten leicht köcheln. In der Zwischenzeit machen wir unsere Blätterteig-Tannenbäume. Ich habe hier solche Ausstecher. Ich habe festgestellt, ich habe zigtausende von Ausstecher, nur einen einzigen Baum. Der war ein bisschen groß, also ich würde es ja ein wenig kleiner nehmen, aber ja, mein Gott, ihr könnt auch Sterne nehmen, es muss nicht unbedingt ein Baum sein. Den Blätterteig immer vorher so gute 10 Minuten, also bevor ihr ihn benutzt, aus dem Kühlschrank rausnehmen, 10 Minuten liegen lassen und dann Tannenbäume ausstechen. Die werden dann mit Honig bepinselt. Das war jetzt ja ein bisschen eine klebrige Sache. Vielleicht den Honig ganz leicht erwärmen, also nicht erhitzen, sondern vielleicht ein bisschen erwärmen, dass er sich besser verstreichen lässt. Der ganze Baum muss auch gar nicht eingepinselt werden, das langt eigentlich so in der Mitte. Das dient einfach nur dazu, dieser Geschmack von Blätterteig und Honig, das war echt genial. Ich habe dann noch, damit das Ganze nach ein bisschen was ausschaut, schwarzen Sesam drüber gegeben. Die dürfen dann in den Ofen bei 170 Grad Ober- und Unterhitze. Das ging ziemlich schnell, so ich würde sagen so 5 bis 10 Minuten. Müsst ihr ein bisschen beobachten, wenn sie halt eben leicht braun sind. Dann ist auch meine Suppe schon fertig. Wie ihr sehen könnt, die Kartoffeln haben ganz schön mir die Brühe eingezogen und deswegen, man kann nachgießen mit Brühe, also es ist überhaupt kein Thema. Die müsst ihr pürieren, wer natürlich ein paar Stücke drin haben will, nimmt ein bisschen was raus und tut es dann später wieder dazu. Und die Cremigkeit der Suppe könnt ihr selbst bestimmen, also je flüssiger ihr sie haben wollt, umso mehr Gemüsebrühe müsst ihr dazu geben. Ansonsten macht das so, wie es ich drinstehen habe, denn dann wird sie so richtig schön cremig. Ja, und dann könnt ihr sie servieren. Ich habe eine Suppenschüssel genommen, die angerösteten Mandelblättchen darüber gegeben, ein bisschen Sesam und dann habe ich noch getrockneten Koriander drauf. Ihr könnt auch, wenn ihr noch ein wenig Farbe haben wollt, natürlich Petersilie drüber geben. Das sind meine Tannenbäumchen, die ein bisschen auskühlen lassen und dann habt ihr die perfekte Vorspeise für Weihnachten fertig. Ist nicht teuer, muss ich wirklich sagen. Also die Zutaten sind jetzt nicht
nicht die Welt. Schmeckt sowas von lecker. Also die ist jetzt nicht nur für Weihnachten gedacht, die könnt ihr immer machen und ist einfach toll. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, das erste Türchen hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Weihnachtszeit und bis demnächst. Tschüss!